Der zweiwöchige Sommerurlaub am Gardasee im sonnigen Italien ist leider bereits wieder Geschichte. Dieses Jahr standen wir mit unserem Camplet Passion Faltcaravan erneut auf dem Campingplatz Piacciadoro in unmittelbarer Gehweite der Stadt Lazise. Und zwar sogar auf demselben Stellplatz wie im vergangenen Jahr, allerdings ohne lästige Gewitter und Hagelstürme. Wie in jedem Sommer habe ich auch diesmal wieder eine Roomtour durch unser Falthaus gedreht, um einen Einblick in das, zumindest für uns als vierköpfige Familie, mittlerweile fast perfekte Camping-Setup und die Anpassung an der Einrichtung seit dem letzten Mal zu geben. In diesem Jahr starten wir direkt in der Küche, welche deutlich aufgeräumter daherkommt, da unter anderem der zweite Abfalleimer entfernt und die Kühlbox ins Zelt verlegt wurde. Stattdessen steht neben dem Kehrbesen für den Außenbereich nur noch der Quetscher-Abfallbehälter zur Mülltrennung an der Zeltseite der Küche, sodass viel mehr Platz zum Kochen übrig bleibt. Neben den beiden in der Camplet Deluxe Küche eingelassenen Gaskochern steht wie gewohnt unser Brunner Tischgrill und unter der Küche liegen bereits einige Vorräte für die Zubereitung der kommenden Mahlzeiten und Cocktails. Die Küche wird mit der aktuell leider nicht mehr erhältlichen Küchenarbeitsplatte ums Eck erweitert, an der in diesem Jahr erstmals wieder der im Lieferumfang des Zeltanhängers enthaltene Akkuwasserhahn mit dazugehörigem Wasserkanister angebracht sind, da wir hier auf einem Stellplatz ohne direkten Wasseranschluss stehen. Da unser Faltcaravan auf diesem Stellplatz um 90 Grad gedreht stehen muss, haben wir aufgrund der Erfahrung vom letzten Jahr das Küchensonnendach um ein großes und leichtes Tuch als Sonnenschutz erweitert, wobei dieses mit insgesamt 6 sturmfesten Fixclip-Wäscheklammern am Gestänge befestigt wird. Je nach Tageszeit gäbe es auch noch ein kleines Badetuch als Sonnenschutz für den Eingangsbereich der Küche, damit man bei Temperaturen um die 40 Grad in der Küche nicht gleich ebenfalls von der Sonne gegrillt wird. Ansonsten findet man im Eingangsbereich unseres Faltcaravans wie gewohnt eine Picknickdecke für die Kinder als Spielwiese, den Außenteppich, welcher bei Regen das Wasser versickern lässt und den entstehenden Schlamm zurückhält, sowie den Wäscheständer und die bequeme und oft frequentierte Hängematte. Dies bringt uns bereits ins Esszimmer, auch bekannt als Vorzelt oder Camplet Sonnendach, welches im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert geblieben ist. Die etwas kleinere aufblasbare Bodenplane passt nun auf den Millimeter genau und sorgt weiterhin dafür, dass weder Wasser noch Schlamm in das bei schlechtem Wetter geschlossene Esszimmer eindringen kann. Im hinteren Bereich steht erneut unser kleiner Campingschrank und an den insgesamt 3 Hakenleisten hängen wie gewohnt Mützen, Regenschirme und Regenjacken, auch wenn letztere hier im sonnigen Italien kaum bis nie zum Einsatz kommen. Den großen und ultraleichten Campingtisch haben wir dieses Jahr um 90 Grad gedreht und meine Frau hat kurz vor Abfahrt noch die Eiswürfelmaschine in den Kofferraum geworfen, die nun auch künftig auf dem Esstisch zum Einsatz kommen wird und unter anderem dafür sorgt, dass es am Abend bei uns nun leckere selbstgemachte Cocktails und kühles Exotic-Bier gibt, die einige Falthaus-Zuschauer sogar schon vor Ort Probe trinken durften. Als nächstes wandern wir ins Wohnzimmer respektive das Hauptzelt des Camplet Passion, wo sich am seitlichen Gestänge auf beiden Seiten erneut unsere bewährte Kombination aus Hängeschränken und Top-Organizer wiederfindet. Jedes Familienmitglied hat dabei seinen eigenen Hängeschrank, welcher bereits zu Hause mit Kleidern beladen, dann zum Transport in die Dachbox des Autos gelegt und vor Ort schließlich nur noch ans Gestänge gehängt wird. Zudem hat jedes Familienmitglied eine Hälfte des Top-Organizers für bereits benutzte Kleider, welche jedoch noch nicht gewaschen werden müssen und somit in den kommenden Tagen nochmals verwendet werden können. Auf der Küchenseite stehen unter diesem bewährten Konzept jeweils Vorräte, welche nicht gekühlt werden müssen, wie zum Beispiel Trinkwasser, kleinere Softdrinks oder der letzte Einkauf. Im Frontbereich hängt nicht nur eine Stromleiste mit einem kleinen Spiegel, ideal um Kontaktlinsen einzusetzen oder sich die Haare zurechtzumachen, sondern dort steht auch unser großer Campingschrank, welcher sämtliche Kulturbeutel, die Medizintasche und allerlei Krimskrams beherbergt. Daneben steht neu unsere große Kompressorkühlbox, die früher in der Küche stand. Unter anderem, damit diese bei einem Stromausfall, was hier in Italien mindestens einmal pro Urlaub vorkommt, nicht direkt von der Sonne angestrahlt wird und somit auch einmal ein paar Stunden länger ohne Strom durchhalten kann, ohne dass wir Vorräte wegwerfen müssen. Auf der anderen Seite unseres Faltcaravans hängt wie bereits erwähnt ebenfalls die bewährte Kombi aus Hängeschränken und Organizer, in diesem Falle mit den Kleidern der beiden Kinder. Darunter stehen die immer seltener genutzte Notfalltoilette für die Kinder, damit sie mitten in der Nacht nicht den Weg zum nächsten Sanitärgebäude auf sich nehmen müssen, und die neue Waschkorb-Kombi. Der schon etwas ältere geschlossene Wäschekorb ist hierbei für die Kleider, welche gewaschen werden müssen,
und der neue offene Wäschekorb ist für die bereits mit unserem neuen Scrubber Waschbeck gewaschenen und getrockneten Kleider. Aber dazu folgt bald noch ein separates Video, also unbedingt den Kanal abonnieren, um dieses nicht zu verpassen. Last but not least steht hier in der Ecke auch noch unsere mittlerweile unverzichtbare mobile Klimaanlage, welche in kälteren Gefilden übrigens auch gleich heizen kann und unter anderem dafür sorgt, dass unsere Kinder hier in Italien am Abend bei angenehmen 22 Grad schneller einschlafen können, während es draußen eigentlich noch 25 bis 30 Grad warm ist. An der Mittelstange der Wohnzimmerdecke zwischen den beiden integrierten Lichtstreifen des Zeltdaches findet man wie schon im Esszimmer die ebenfalls bewährte Kombination aus dimmbarer Beleuchtung und Deckenventilator. Zudem hängen an einer weiteren Hakenleiste die jeweils am Abend oder nach dem Schwimmen genutzten Bademäntel von allen 4 Familienmitgliedern. Darunter steht dann noch ein kleines Tischchen mit den Büchern und Gute-Nacht-Geschichten der Kinder. Und wiederum darunter sind sämtliche Spielsachen der Kinder verstaut, wenn diese gerade nicht im kompletten Zelt verteilt auf dem Boden liegen. Die beiden Schlafkammern sind nicht wirklich spannend, da sich darin außer Kopfkissen, zu Decken aufgeklappten Schlafsäcken und viel zu vielen Plüschtieren der Kinder nur noch ein paar Ladegeräte für Smartphones, Smartwatches und Tablets befinden. Zudem kommt bald noch ein separates Video, welches die komplette Stromverteilung in unserem Falthaus bis ins letzte Detail aufzeigt, inklusive wo und wie welche Kabel und Stromleisten verlegt bzw. versteckt werden. Sämtliche in unserem Faltcaravan-Setup verwendete Elemente mit der exakten Produktbezeichnung habe ich übrigens unter der einfach zu merkenden URL falt.house/setup aufgelistet. Sogar schön unterteilt nach den einzelnen Zimmern, wie sie hier in der Roomtour zu sehen sind. Inklusive Angaben zu Gewicht und dem Ort, wo diese während des Transports genau verstaut werden. Denn was viele nicht wissen oder glauben können, fast die komplette Ausrüstung ist während dem Transport in und auf unserem Camplett-Zeltanhänger verstaut, welcher am Ende keine 500 Kilogramm auf die Waage bringt. Damit endet zwar bereits die diesjährige Roomtour durch unseren Faltcaravan, doch in den kommenden Wochen folgen weitere Videos zu den Anpassungen am Setup, diverse Testberichte und die bereits erwähnte Stromverteilung, bevor für mich bereits der nächste Zeltanhängerausflug zum Caravansalon nach Düsseldorf ansteht. Im Rahmen dessen neben neuen Campingzubehör auch wieder neue Faltcaravan-Modelle gezeigt werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!